So, moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute schauen wir uns mal Ethereum an, denn der sieht aktuell richtig, richtig gut aus. Ja? Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann haben wir hier seit dem Boden tatsächlich, also seit dem Schlusskurs, sage ich mal, schon wieder 14% gemacht. Vom Boden ist es tatsächlich dann nochmal was anderes. Ja? Der hat ja gut recovered, allein der Recover war schon 10%. Ja? Und bis zum aktuellen Top, wo ich das Video hier aufnehme, sind wir ungefähr bei 24%. Also es ist einfach geisteskrank, was hier gerade am Markt abgeht. Aber ja, bevor das Video richtig losgeht, lasst euch jetzt gerne mal ein Like und ein kostenloses Abo da. Es sind nur wenige Klicks, ja, es wird dem Kanal riesig helfen. Es würde mich sehr freuen, wenn du diesen Kanal hier mit einem Like, einem Kommentar vielleicht sogar und einem Abo, wenn du es noch nicht getan hast, unterstützen könntest, ja. Auch generell, vielen Dank. Ey, ich war jetzt einen Monat inaktiv oder so und seitdem sind die Abozahlen halt einfach trotzdem gewachsen, trotz meiner Inaktivität. Und dafür einfach mal ein dickes, dickes Danke. Sie sind nicht viel gewachsen, aber sie sind gewachsen, ja, und das ist das, was zählt. Schauen wir uns also Ethereum an. Wir haben ja hier immer noch unsere Annahme, dass wir hier jetzt noch ein weiteres Hoch erwarten. Und ich habe ja gepredigt, es wird nochmal eine richtig, richtig schlimme Welle 4 werden. Ich glaube, es war sogar in einem Ethereum-Video, wo ich das gesagt habe. Oder in einem Bitcoin-Video. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Ist schon ein bisschen länger her. Vielleicht werden sich einige noch daran erinnern. Und ich habe tatsächlich recht behalten, ja. Der Crash am Freitag oder Samstag oder wann das war, der war halt einfach geistesgestört, ja. Viele Existenzen wurden einfach, ja, vernichtet tatsächlich. War das größte Liquidationsevent aller Zeiten. Die Leute haben Eierflattern bekommen, ja. Ist auch verständlich. Als ich auf den AVAX-Chart geguckt habe und der auf einmal auf $8 abgesackt ist, auf meinem Chart, wo ich geguckt habe zumindest. Kann ja auch ein Glitch gewesen sein, ja. Der muss nicht bei $8 gewesen sein. Da dachte ich mir auch, ey, was geht denn jetzt ab? Viele Szenarien habe ich erstmal gedacht, oh mein Gott, totale Invalidierung. Aber es gibt ja gewisse Zielzonen, ja. Und wir setzen natürlich immer unseren Stop-Loss auf den Einstieg, wenn er aus dieser Zielzone rausläuft. Viele Zonen wurden tatsächlich mit einem Stop-Loss getriggert, dementsprechend auf Break-Even ausgestoppt. Wenn denn die Stop-Order ausgeführt wird, ja, denn das war ja auch ein ziemlich, ziemlich großes Problem, dass Limit-Orders, Stop-Orders und so nicht richtig ausgeführt werden konnten. Und das hat halt eben zu dieser Massenliquidation geführt. Super, super schade, aber ja, was soll ich sagen? Das ist der Kryptomarkt. Da muss man halt tatsächlich mal mit sowas rechnen. Aber es ist schon geisteskrank, dass man nicht mal mit einem Zweierhebel tatsächlich safe ist, ja. Aber es passt halt einfach super ins Bild, ja. Die Market Maker, die wollen natürlich, dass wir so wenig Geld wie möglich machen. Jetzt habe ich gehört aus gewissen Quellen, ja, dass viele Leute jetzt richtig Schiss bekommen haben, mit Hebel zu traden und was weiß ich alles, ja. Die Leute gehen jetzt in den Spot-Markt rein. Und das passt natürlich zu dieser Theorie, hey, okay, die Leute sollen nicht viel Geld verdienen. Ja, mit dem Hebel verdienst du natürlich mehr Geld als ohne Hebel. Und die haben die Leute einfach in den Spot-Markt reingedrückt. Vom Futures-Markt raus in den Spot-Markt. Und für mich heißt das eigentlich jetzt freie Fahrt nach oben. Ja. Wir erwarten ja unser Top in Q4. Ich habe ja auch schon Gerüchte gehört, dass sich der Zyklus noch deutlich länger ziehen kann. Alles möglich tatsächlich. Ja, wir müssen jetzt einfach mal schauen, wie sich das Ganze hier entwickelt. Wir halten an unserem Szenario fest. Und wir haben ja natürlich auch noch eine Alternative, die wir jetzt hier auch gerne nochmal auf den Chart bringen können. Und zwar ist das hier tatsächlich eine 1, 2, 3, 4, 5 und keine A, B, C. Ja, das wäre halt das deutlich bullischere Szenario. Und das würde halt eben auch bedeuten, dass dieser Zyklus sich noch ein bisschen länger rausziehen kann. Ich färbe das Ganze hier mal ein. Denn tatsächlich, wenn wir jetzt hier von Q4 reden, dann ist hier das Top meiner Meinung nach bei 5.830 bis 6.930 Dollar drin. Ja, Ethereum läuft auch gerne mal im Hypercase des 161,8er in der C an. Normalerweise, wie man es hier ganz gut sieht, läuft da das 138,2er oder das 123,6er an. In der Zigzag-Struktur gerne das 100% Level, aber das sind wieder viel zu viele Infos für ein eigentlich sehr kurzes, simples Video, ja. Das wäre natürlich dann halt die Alternative, die uns nochmal einen etwas längeren Zyklus
bescheren kann. Würde ich mich darauf verlassen? Auf gar keinen Fall. Ja? Ich werde einen Großteil meiner Ethereum-Position hier oben auf jeden Fall verkaufen. Ja, wenn nicht sogar alles. Wir müssen jetzt natürlich die interne Struktur beobachten. Dann können wir hier tatsächlich, da die 5 sich natürlich auch fünfteilig ausbaut, sagen, okay, war das hier vielleicht schon eine 1, 2, wir sind jetzt hier in der 3. Oder macht er hier vielleicht nochmal eine 1, 2, ja. Kann ich mir eigentlich sehr gut vorstellen, dass er hier nochmal eine 1, 2 macht, dass wir hier nochmal Richtung 38, 2er zurückkommen ungefähr. Das wäre hier nochmal in diese Seitwärtsbewegung rein, wo ja auch eigentlich mein Ziel gewesen wäre, ja. Sind wir ein bisschen drunter gefallen, aber er hat perfekt am 138,2er reagiert. Ja, das ist erstmal sehr, sehr gut, dass Ethereum sich hier weiterhin an diese Ziellevel hält. Das 50er hat er sich tatsächlich nicht ganz geholt, wäre auch nochmal schön gewesen, aber ja, kurz davor hat er tatsächlich sich dazu entschieden, umzudrehen und jetzt hier so ein Recovery hinzustarten. Also es ist wirklich geisteskrank und es zeigt halt einfach, dass die Leute immer noch an den Zyklus glauben, ja. Nochmal zur Theorie zurück, dass die Leute jetzt hier nicht mehr Futures traden, sondern tatsächlich in den Spotmarkt wechseln. Das ist ja auch eigentlich ziemlich gut, weil so die Coins natürlich ein natürliches Wachstum erfahren, sage ich jetzt einfach mal, ja. Ja, beim Futures Traden ist es ja immer so, wenn du eine super gehebelte Position hast, dann entsteht natürlich so eine Imbalance, ja. Ich gucke mal, ob ich das hier irgendwie mal zusammenkriege. Das hier wäre jetzt beispielsweise für mich eine Imbalance, ja. Hier ist das Tief und alles bis hier ungefähr, das wäre eine Imbalance für mich, die halt entstehen durch ja, gehebelte Positionen. Wenn die Leute im Spotmarkt traden, dann haben wir halt sowas nicht. Ja, wir haben keine gehebelten Positionen. Wir haben ein nachhaltiges Wachstum der Coins, der Token, wie auch immer. Und das ist erstmal ziemlich gut. Natürlich schade um die Prozente, aber es bestätigt halt einfach ein nachhaltiges Wachstum. Jetzt wirst du dir wahrscheinlich denken, wir sind hier fast am Ende. Was redest du von nachhaltigem Wachstum? Ja, für diese letzte Aufwärtsbewegung natürlich, ja. Wenn sich dieser Zyklus nicht noch länger ziehen sollte. Ja, das müssen wir auch immer im Hinterkopf behalten. Wie gesagt, Ziel für meine Welle C sind hier die 5.800 bis 6.930 in einer fünfteiligen Bewegung, ja. Müssen wir einfach mal schauen, wie sich das Ganze hier zusammensetzt. Wenn das hier schon die 1,2 gewesen sein soll und wir jetzt in der 3 sind, ja, dann halte ich hier die 5.800 für realistisch, ja. Sollten wir aber tatsächlich nochmal eine 1,2 bekommen, ja, dann kann es auch durchaus sein, dass wir hier zumindest mal die 6.930, wenn nicht sogar noch mehr, ja, erreichen können. Es ist natürlich irgendwann Schluss mit der C. Das heißt, wenn wir jetzt tatsächlich hier irgendwie das 200% Level anlaufen sollten in dieser nächsten Aufwärtsbewegung, dann ist das aus meiner Sicht keine Welle C mehr. Ja, wenn man das mal einblendet, dann sind wir hier schon bei 9.163 $. Ist schon ziemlich hoch. Wir können theoretisch auch nochmal das 178er einblenden. Das wäre ein weiteres Ziel. Da wären wir bei den knapp 7.800 $. Und sollte der da tatsächlich hinlaufen, dann bin ich tatsächlich dazu geneigt, dass wir noch eine 4,5 bekommen. Normalerweise eine C kann maximal 161,8% machen, was auch schon eher seltener der Fall ist, was wir aber auch schon gesehen haben. Ja, der hat hier, glaube ich, tatsächlich das 161,8er angelaufen. Können wir gerne mal kurz einblenden. Genau. Hat er hier angelaufen, er hat es hier angelaufen. Und es war halt dann immer tatsächlich der Boden tatsächlich, ja, oder das Top, je nachdem. Genau, hier das auch angelaufen. Haben wir hier noch irgendwo eine Zone? Nein, haben wir nicht. Hat er schon zweimal jetzt gemacht und darf er dann auch natürlich gerne wieder machen. Da habe ich kein Problem mit, wenn wir hier höhere Preise als die 5.830 bekommen. Aber das wäre natürlich so erstmal das erste Tageziel, worauf man schauen könnte, ja. Worauf wir natürlich schauen, ist die interne Struktur von dieser Welle 5. Die wird, wie gesagt, auch fünfteilig ausgebaut und je kleiner der Count, ja, desto genauere Preise können wir dann natürlich berechnen. Was wir jetzt aber schon mal machen können, wir können hier hingehen und sagen, okay, wir gehen an den Startpunkt von der Welle 1, gehen zum Hoch der Welle 3 und zum Tief der Welle 4, was aus meiner Sicht jetzt ausgebaut ist, ja, weil tiefer sollte der eigentlich nicht mehr fallen. Ansonsten war das hier tatsächlich wahrscheinlich ein Top-Bereich und wir
werden tatsächlich kein neues All-Time-High sehen. Ja. Wir haben jetzt hier natürlich einen großen Widerstandsbereich, wo wir erstmal durch müssen, wo ich mir vorstelle, dass die Welle 1 halt eben enden kann, wir nochmal die Welle 2 machen und dann in die Welle 3 übergehen, in die 3 der 5. Und aktuelle Ziele, ja, man sieht es eigentlich perfekt, das 61,8er und das 138,2er für diese Welle 5, da ist halt einfach eine perfekte Übereinstimmung. Ja. Paar Dollar Unterschied, $6 ungefähr oder 7. Und das ist für mich dann definitiv ein Signal, wo ich sage, okay, das ist das Ende der Welle 5. Die 5, die C ist fünfteilig, die C muss dann also hier enden. Eine Welle 3 extendiert ganz gerne mal Richtung 161,8er oder höher. Ja? Das heißt, wenn wir nun das 138,2er wirklich erreichen sollten mit einem Fünfteiler, dann ist es tatsächlich auch hier das Major Top. Und das sage ich seit, keine Ahnung, irgendwo hier. Ja, irgendwo, wo wir hier waren, $5.830. Das ist mein Bullenmarktziel tatsächlich für Ethereum, wobei das hier ja nur korrektiv gewertet ist mit einer X. Und ja, der kann natürlich eskalieren. Ganz klar, wenn die Euphorie kickt, dann verwerfe ich auch ganz schnell mal dieses Level. Da müssen wir dann immer up-to-date sein und da werde ich euch auch up-to-date halten. Wir müssen jetzt, wie gesagt, die interne Struktur beobachten. Wir erwarten hier einen Fünfteiler, ja. Vielleicht hier irgendwie sowas. Kann ich mir gut vorstellen. Und auch diese interne Struktur, die können wir dann natürlich wieder bemessen. Wir gehen zum Tief der 1, zum Startpunkt der 1, zum Hoch der 3 und zum Tiefpunkt der Welle 4. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd, aber das 38,2er und das 61,8er passt ungefähr überein. Ja. Ich habe es jetzt halt nur auf den Chart gebracht. Wir müssen natürlich auf die richtige Price Action warten. Sobald diese Welle 4 abgeschlossen ist, kann ich tatsächlich ein Ziel für die 5 der 5 benennen. Vorher ist leider alles nur wildes Spekuliere, aber wir haben ja schon mal ein Ziel für diese 5 der C. Und das passt halt einfach mit der übergeordneten Zone perfekt überein. Also, das soll es tatsächlich schon mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war ein bisschen ausführlicher, ein bisschen Smalltalk drumherum. Und wenn ihr hier nichts mehr verpassen wollt, dann lasst doch gerne mal ein Like und ein kostenloses Abo da. Ja, ganz wichtig, damit ihr ja nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.